Hallo, hier ist Mel. In diesem Video zeige ich euch zwei Möglichkeiten, wie man die Bremsflüssigkeit wechseln kann. Als erstes Oldschool mit einem Helfer. Dieser braucht keine Kenntnisse zu haben, sondern nur auf Anweisung das Bremspedal zu treten. Ich habe mir dafür meinen Lieblingshelfer geholt. Um die Bremsflüssigkeit zu wechseln, muss man zuerst den Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter finden. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Hilfreich bei allen Arbeiten am Auto ist auch immer ein Reparaturhandbuch. Dieses findet ihr für kleines Geld auf Flohmärkten oder im Internet. Als erstes müsst ihr mit einer Spritze die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter absaugen. Als nächstes müsst ihr die passende Bremsflüssigkeit, in meinem Fall eine mit DOT4-Kennzeichnung, in den Behälter einfüllen. Welche für euch richtig ist, findet ihr in eurer Gebrauchsanweisung oder in einem passenden Reparaturbuch. Dringend erforderlich bei dieser Arbeit sind Gummihandschuhe, da Bremsflüssigkeit giftig und ätzend ist. Dann die Gummikappe vom Entlüftungsnippel am Radbremszylinder hinten rechts entfernen und einen durchsichtigen Schlauch aufstecken. Nun muss der Helfer das Bremspedal treten und gedrückt halten. Jetzt dreht man den Entlüftungsnippel auf, bis Bremsflüssigkeit im Schlauch sichtbar wird. Wenn nichts mehr nachläuft, dreht man wieder zu und der Helfer geht vom Bremspedal. Diese Schritte wiederholt man so oft, bis die neue, saubere Bremsflüssigkeit im Schlauch sichtbar wird. Dabei ist darauf zu achten, dass immer genug neue Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter ist. Dann zieht man den Schlauch ab und wischt alles sauber. Nicht vergessen, zum Schluss die Gummikappe wieder aufzusetzen. Die zweite Methode kann man alleine durchführen, benötigt dafür aber ein Bremsen-Entlüftungsgerät mit passendem Adapterdeckel. Zu diesem Adapterdeckel später mehr. Der erste Schritt bei dieser Methode ist es, den Adapterdeckel auf den Bremsflüssigkeitsbehälter zu schrauben. Nun wird der Verbindungsschlauch auf den Deckel gesteckt und beim mit Bremsflüssigkeit gefüllten Gerät Druck aufgepumpt. Ein solches Gerät bekommt man schon zwischen 35 und 50 Euro. Die folgenden Schritte sind am Anfang dieselben wie bei der ersten Methode. Der Unterschied ist, dass bei dieser Methode das Bremspedal nicht betätigt werden muss, sondern die Bremsflüssigkeit durch den Druck im Behälter dauerhaft fließt und deswegen der Entlüftungsnippel so lange geöffnet bleiben kann, bis die neue saubere Bremsflüssigkeit im Schlauch zu sehen ist. Bei Arbeiten an der Bremsanlage muss anschließend das Bremssystem entlüftet werden. Dies funktioniert vom Prinzip her genauso, jedoch muss man beim Entlüften darauf achten, dass man erst aufhört zu entlüften, wenn keine Luftblasen mehr in der Bremsflüssigkeit im Schlauch zu sehen sind. Auch hier muss man am Ende wieder alles gut sauber machen und die Gummikappe wieder aufsetzen. Als letzten Schritt den Druck vom Gerät ablassen, den Schlauch abziehen und anschließend mit einer Spritze die überschüssige Bremsflüssigkeit bis zu der Markierung Maximal aus dem Vorratsbehälter absaugen. Hier ist einmal schön der Farbunterschied zwischen alter und neuer Bremsflüssigkeit zu sehen. Außerdem nicht vergessen, die alte Bremsflüssigkeit fachgerecht zu entsorgen. Ihr könnt sie bei eurem regionalen Entsorger oder im Geschäft, in dem ihr sie gekauft habt, abgeben. Den passenden Adapterdeckel für euer Fahrzeug könnt ihr für ca. 30 Euro erwerben oder ihr baut ihn euch für ca. 15 Euro aus einem Deckel, einem Druckluftanschluss, 2K Epoxidharzkleber und einer selbstgeschnittenen Gummidichtung selber. Auch sehr hilfreich ist ein Bremsflüssigkeitstester, um festzustellen, ob eure Bremsflüssigkeit gewechselt werden muss. Diesen bekommt ihr schon ab 5 Euro. Ohne zu messen wäre ein Richtwert, die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre zu wechseln.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß und das Video hat euch gefallen. Alle Hilfsmittel habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten auch nicht vergessen zu liken oder zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, eure Mel.